Die Halbjahresbilanz an den Finanzmärkten fällt ernüchternd aus, da die meisten Anlageklassen große Abschläge in Kauf nehmen mussten. Auch im Juni haben die inflationsbedingt hohen Zinserwartungen erneut Rezessionsängste geschürt, die zu einer Korrektur in den Aktienmärkten führte. Die Stimmung bei den Konsumenten war bereits angeschlagen, nun haben auch die Geschäftsklimaindizes korrigiert. Auch in Sachen Inflation gibt es vorerst keine Entwarnung. Die Basiseffekte werden über den Sommer hinweg schwach sein, sodass wir erst im Herbst mit einem Abflauen der Inflation rechnen. Das bange Warten und die Kalibrierung der verschiedenen Risiken zwischen Inflation und Wachstumsabschwächung wird uns also auch weiter beschäftigen. In einem solchen Szenario sind die aktuellen Gewinne, die von rund 12% Gewinnwachstum im MSCI World ausgehen, nach wie vor zu hoch. Wir erwarten eine kräftige Gewinnkorrektur und das macht Aktien technisch gesehen teurer und damit weniger attraktiv. Unsere defensive Grundhaltung behalten wir also bei. Gleichwohl ist der Juli historisch gesehen eher ein positiver Monat, die Stimmung ist schon sehr schlecht und die Aktien auch technisch überverkauft. Die Möglichkeit einer Bärenmarktrallye besteht also und wir werden sie in diesem Fall auch nutzen. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten preisen aktuell die Anleihe- und Rohstoffmärkte noch keine Rezession ein. Das dürfte über kurz oder lang aber auch der Fall sein, sodass wir unser Durationsuntergewicht erneut verkürzt haben und bei Staatsanleihen nun neutral positioniert sind. Bei den Rohstoffmärkten sind wir nach unserem untermonatigen Verkauf mittlerweile untergewichtet. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen eher die Nachfragerisiken dominieren und nicht mehr so sehr die Angebotsrisiken. Bei Schweizer Immobilien sind wir im kotierten Bereich mittlerweile wieder neutral positioniert. Wo setzen wir noch Schwerpunkte? Erstens, Schweizer Qualität auf allen Ebenen. Wir mögen Schweizer Obligationen, Schweizer Aktien und den Schweizer Franken. Schweizer Obligationen sind nach dem kräftigen Zinsanstieg wieder attraktiv und verfügen über ein geringeres Inflationsrisiko. Wir mögen Schweizer Aktien, weil sie einen Qualitätsfokus haben, defensiv sind und als Stagflationshedge funktionieren. Und der Schweizer Franken hat weiteres Potenzial für eine Aufwertung. Die SNB stemmt sich vorerst nicht gegen den Aufwertungstrend. Zweitens, höheres Risiko bei High-Yield-Anleihen. Hochzinsanleihen verfügen zwar mittlerweile über einen deutlicheren Renditeaufschlag von rund 5%, in historischen Rezessionsphasen haben wir aber eher 9% beobachtet. Für uns besteht also das Risiko, dass sich diese Risikoaufschläge nochmals ausweiten. Wir haben deshalb taktisch unsere Positionen verkauft. Drittens, chinesische Aktien. Nach einem Kursverlust von rund 70% haben chinesische Tech-Aktien mittlerweile einen Boden gefunden und sind auch aus ihrem Abwärtskanal ausgebrochen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10 sind sie mittlerweile günstig bewertet und auch die Regulierungsflut scheint abzuebben. Ganz wichtig, im Vergleich zu vielen anderen Ländern wirkt in China Geld- und Fiskalpolitik unterstützend. Wir haben deshalb unser Engagement im Hang Seng Tech Index verdoppelt. Detailliertere Informationen zu unseren Positionen, zu unserer Anlagestrategie und Anlagethemen finden Sie wie immer auf der Internetseite des Asset Managements der Zürcher Kantonalbank. Kommen Sie gut durch den Juli und bleiben Sie ausgewogen.